Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und ich möchte Sie mal auf ein ganz neues Thema mitnehmen, denn heute geht es mal um das Thema der toxischen Metalle. Was ist das eigentlich und wie werde ich die wieder los und warum soll ich die überhaupt wieder loswerden? Seien Sie gespannt. Die sogenannten toxischen Metalle sind die Metalle, die dem Körper nicht gut tun. Wir unterscheiden zwischen denen, die wir unbedingt brauchen und denen, die wir eigentlich nicht brauchen. Mit meinen Patienten rede ich gerne darüber, dass ich sage, das eine sind die zahlenden Gäste in ihrem Bus, wenn sie sich mal als Bus vorstellen, und die Schwarzfahrer sind die toxischen Metalle. Und das Problem ist, wenn Sie wenige essentielle, also wichtige, gute, zahlende Fahrgäste haben und Sie halten an der Bushaltestelle an und da sind einige Rowdies, also nicht zahlende toxische Metalle unterwegs und Sie öffnen die Türen, dann sind ruckzuck die Rowdies im Bus und haben die Sitze zerrissen, haben die Handys geklaut, haben sich die Geldbörsen einverleibt, haben den Busfahrer über den Schädel gezogen, haben die Kasse mitgenommen und sind entweder verschwunden oder haben den Bus gekapert. Wenn Sie den Bus voller zahlender Gäste haben und Sie aufpassen müssen, dass Sie beim Öffnen der Tür nicht jemanden verlieren, dann treten Ihnen diese Rowdies vielleicht den Scheinwerfer kaputt, machen noch eine kleine Beule in die Karosserie und Sie fahren aber weiter und können im Grunde genommen an der nächsten Haltestelle den ADAC rufen und das Problem lösen. Oder an die nächste Werkstatt fahren und das Problem lösen. Haben also keinen großartigen Schaden. Diese ganz schlimmen Effekte mit einer Belastung solcher Rowdies, solcher toxischen Metalle, erleben wir Gott sei Dank sehr selten. Das ist das, wenn man direkt Kontakt hat zu einer Exposition, einer Giftbelastung, wo man so viel Gift auf einmal hat, dass man auf die Intensivstation kommt und dass man dort mit einer Chelattherapie, so nennt man diese Metallausleitung, behandelt werden muss, damit diese Metalle schnell aus dem Körper kommen und die Enzyme, die wir zum Überleben brauchen, wieder neu gebildet und auch wieder in die Funktion gebracht werden können. Warum heißen diese toxischen Metalle toxisch? Klar, okay, sie sind giftig, potenziell giftig, aber sie heißen meistens auch Schwermetalle. Gibt natürlich auch leichte. Aluminium ist auch ein toxisches Metall, ist ein Leichtmetall. Die meisten heißen Schwermetall. Die sind zum Teil auch schwerer als die anderen, aber im Wesentlichen leitet sich das dadurch ab, dass sie stärker binden. Sie haben also eine höhere Bindungskonstante und binden damit so fest an die funktionellen Gruppen der Enzyme, dass diese Enzyme nicht mehr funktionieren und dann neu gebildet werden müssen. Und wenn zu viele funktionierende Enzyme nicht mehr funktionieren, dann funktioniert auch der Rest nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zahlende Gäste haben, die das nach Möglichkeit verhindern. Der Körper kann also in einer gewissen Weise solche Metalle auch wieder selber loswerden und deswegen kann man mit verschiedenen Untersuchungsmethoden auch herausfinden, wie diese Situation bestellt ist. So kann man mit der Vollblutmineralanalyse sehr gut messen, welche Metalle sind tagesaktuell da. In einem solchen Fall kann ich im Grunde genommen dem Patienten schon sagen, ob er Fisch gegessen hat oder nicht. Denn den höchsten Eintrag toxischer Metalle haben wir heutzutage mit dem Konsum von Fisch. Ich kann auch sagen, ob das wahrscheinlich aus der Ostsee ist oder aus einem anderen See wie dem Mittelmeer oder dem Schwarzen Meer, wo eben viele Flüsse ihre Gifte reintragen und wo der Wasseraustausch nur bedingt möglich ist und wo durch Kriegsschäden eben die Munition nun vor sich hin rottet und ihre Inhaltsstoffe freigibt. Und dort sind natürlich besonders die gründelnden Fische, also die Plattfische, aber natürlich auch die Muscheln und Schnecken davon besonders betroffen. In den großen Meeren ist es noch nicht so ausgeprägt und je weiter am Ende einer Nahrungskette der Fisch steht, umso höher ist letztendlich auch der Eintrag an toxischen Metallen.
Manche Fische, wie die Makrele zum Beispiel, sind auch sehr auf Plastik aus. Das finden die unheimlich interessant. Das ist also der Fisch mit dem höchsten Plastikanteil, damit auch mit dem höchsten Anteil an Weichmachern, an Phthalaten und sogenannten Hormondisruptoren. Also zurück zu unseren toxischen Metallen. Eine große Quelle für toxische Metalle sind unsere Fische. Und da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Andere Dinge, die man so mit Blei in Verbindung bringt, und Arsen und Quecksilber, das sind die Hauptmetalle in den Fischen, findet man natürlich grundsätzlich auch woanders. Cadmium zum Beispiel gibt es im Kunstdünger, Cadmium tritt im Grundwasser auf, Cadmium ist in Zigarettenrauch drin, also kann man auch fast schon sagen, Sie haben geraucht. Cadmium ist etwas, was auch mit Calcium zum Beispiel konkurriert. Macht Blei aber auch. Und viele Symptome können damit zusammenhängen. Klar gibt es noch alte Bleileitungen. Gab früher den verbleiten Kraftstoff. Der heutige sogenannte bleifreie Kraftstoff ist auch noch nicht 100% frei davon. Und Blei an sich kann natürlich auch aus Farben kommen, also alle, die etwas zu tun haben mit Tattoos oder mit Berufen, die mit Farbpigmenten zu tun haben oder die einen Ton oder Keramiken haben und sozusagen dann hin und wieder auch mal wieder die Finger an den Mund bekommen oder auch mit Kosmetik arbeiten, also auch alle Farben, die man sich in irgendeiner Form ins Gesicht schmiert, sind letztendlich auch mit toxischen Metallen belastet. Nimmt man dann noch irgendwelche Dinge, die heutzutage in Nanotechnologie aufgebaut sind, dann sind sie frei gewebegängig. Sind so klein, dass sie wirklich jede Zellmembran durchdringen, also auch wenn ich mir die Haut damit einschmiere. Solche Quellen kann man, wenn man also in der Vollblutmineralanalyse fündig wird, dass man dort meistens Aluminium, Arsen, Quecksilber, Cadmium, Blei findet, mitunter aber eben auch Zinn oder bei besonderen Untersuchungen auch Kontrastmittel wie Barium oder wie Gadolinium zum Beispiel. Dann sollte man gucken, will ich das auch wieder loswerden? Ist das nur einmalig so oder tritt dieses Problem immer wieder auf? Dann muss ich irgendwo die Quelle finden und diese Quelle ausschalten. Denn sonst habe ich jeden Tag ein bisschen mehr, was ich mir ins Depot packe. Und wenn man zum Beispiel Polypen oder Tumorzellengewebe untersucht auf den Gehalt an toxischen Metallen, dann ist dieser in der Regel deutlich höher als in dem normalerweise dafür vorhandenen Normwert für gesunde Gewebe. Wenn ich mir den Morgenurin anschaue und auch den dazugehörigen Stuhlgang, dann kann ich auf der einen Seite sehen, was schiebe ich per Stuhlgang durch den Tunnel des Körpers durch, also was war vermutlich in der Nahrung drin, und ungefähr 15-30% davon werden resorbiert und tauchen dann auch im Blut auf. Und wenn ich dann den Urin anschaue, dann sehe ich, was ist mein Körper von ganz alleine in der Lage, auch wieder zu entgiften und über den Urin auszuscheiden. Das, was dabei fehlt, ist wahrscheinlich das, was in meinen Körper in irgendeiner Form eingelagert wurde. Wenn ich das jetzt mit einer chelierenden Provokation kombiniere, kann ich sehen, was kommt danach im Stuhl und auch im Urin raus und sehe, aha, die Chelierung hat den und den Benefit. Da ist es dann oftmals so, dass man bei der ersten Chelierung, Metallausleitung, gar keinen besonderen Benefit sieht. Und dann sagt man, tja, das ist nicht Ihr Problem. Bei anderen Patienten ist es dann so, dass man sagt, boah, da kommt aber was raus, gut, dass wir das gemacht haben. Der Unterschied bei diesen beiden ist, beide haben die gleiche Belastung, nämlich das gleiche Grundrauschen, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Facharbeiter, der in irgendeinem Metallbereich oder mit Schweißen oder mit Löten oder so zu tun hat, habe, sondern einfach mal wie in meiner Praxis häufig Leute, die also irgendwelche Bürojobs machen, sind also einigermaßen gleich belastet und der eine scheidet ganz viel aus und der andere ganz wenig und beide haben vermutlich ungefähr das gleiche Grundrauschen, was wir auch in unserer Gesellschaft haben. Das liegt an der Genetik. Wenn ich aber dem, wo nichts rauskommt oder wenig rauskommt, mehrere Male, also einmal pro Woche, 10-mal hintereinander, behandle mit der Chelartherapie und dann erneut messe, dann sehe ich in der Regel, dass sich die Werte bei der 10. Messung deutlich verändern und steigen, dass bei der 20. Werte, die bei der 10. erhöht waren, schon wieder im Abfallen sind und neue Werte kommen. Und das begründet man darauf oder ist dadurch zu erklären, dass eben Bindungskonstante, fest im Gewebe eingelagerte, deponierte Metalle dann auch durch das Chelatmittel angelöst und danach ausgeleitet werden können. Warum ist das wichtig zu tun? Ich merke doch eigentlich gar nichts.
Wenn ich etwas merke, dann bin ich sehr schwach, dann muss ich sehr, sehr vorsichtig mit so einer Therapie sein, damit ich nicht beim Ausleiten so viel Staub aufwirbel, dass es dem Patienten anschließend schlechter geht als vorher. Wenn es ihm relativ gut geht und ich habe das als Zufallsbefund, der immer wieder auftaucht, hat es einen vorbeugenden Charakter. Welche Vorbeugung eigentlich? Wir wissen vom Aal, dass er bedroht ist, auszusterben. Und zwar hat der Aal die Eigenschaft, dass er in dem Moment, wo er zur Geschlechtsreife ansteht, das Fressen einstellt. Und dann lebt er für seine Energiegewinnung von dem, was er eingelagert hat. Eine klassische Fastenphase. Und es kommt dazu, dass die Geschlechtsorgane sich aufgrund der hohen Metallbelastung und wahrscheinlich auch Hormondisruptorenbelastung in seinem Gewebe, also seinem Grätenstrang und seinem Muskelfleisch und seinem Fett, dermaßen intensiv auf die Ausprägung der Geschlechtsorgane und der Eier auswirkt, dass das eben nicht ausreicht, um anschließend einen neuen Aal heranziehen zu lassen. Und wenn der Mensch in dieser Form jetzt nicht eingreifen würde, um dem Aal dabei zu helfen, dann würde er sterben. Und wenn wir jetzt eine längere Fastenkur machen oder wenn wir jetzt durch eine Erkrankung zum Liegen kommen, uns nicht bewegen und keinen Appetit haben und sozusagen auf unsere eigenen Reserven zurückgreifen, dann sehen wir, dass auch ohne dass von außen Gift hereinkommt, wir unsere eingelagerten Energiereserven, aber leider auch Giftreserven mobilisieren. Und da wir in dem Moment in der Regel nicht essen und keinen Appetit haben, weil es uns nicht gut geht, ist das eine Giftbelastung en top, die man nicht wirklich haben will. Und das ist in dem normalen, leitliniengerechten medizinischen Ablauf überhaupt kein Kontrollparameter. Es ist bekannt, dass das so ist, aber es ist kein Kontrollparameter und es wird danach auch überhaupt nicht geschaut. Und viele ältere Menschen, die also eine Osteoporose haben, die einen Knochenabbau haben, wo wir feststellen, die Blutbildung funktioniert nicht richtig, wo wir Verschiebungen der Elektrolyte haben, wo wir Einschränkungen der Nierenfunktion haben, wo wir depressive Verstimmungen haben, wo wir Stimmungsschwankungen haben, wo wir Antriebsstörungen haben, wo wir mitochondriale Funktionsstörungen haben und, sind die toxischen Metalle ein wichtiger Bestandteil, weil es in der Regel notwendig ist, diese Enzyme oder diese Zellorganellen, die davon betroffen sind, zu erneuern. Die können nicht selber wieder zum Leben erweckt werden. Und diese toxischen Metalle haben häufig eine Halbwertszeit bezüglich der Ausleitung, die über Jahrzehnte andauert, um das von ganz alleine zu schaffen. Und daher macht es Sinn, sich auch mal mit diesen Themen im Internet vertraut zu machen, indem man zum Beispiel beim Bundesamt für Risikobewertung sich mal das Thema Aluminium eröffnet oder sich mal anguckt, wie sich die offiziellen Grenzwerte für Blei in den letzten 20 Jahren nach unten bewegt haben, weil wir einfach jetzt in der Lage sind, weniger Blei in den Wasserleitungen, in den Kraftstoffen, in dem Feinstaub zu haben und wo die Politik dann auch sagt, ja, jetzt nehmen wir auch niedrigere Grenzwerte, das ist viel zu gefährlich. Und vor 20, 30 Jahren, wo das eben politisch und wirtschaftlich nicht so gut ging, da war das auch nicht so gefährlich. Und das ist natürlich mit dem Amalgam nicht anders. Kindern soll das nicht mehr eingebaut werden. Bei Erwachsenen ist das kein Problem. Wenn es aber rausgenommen wird, ist es Sondermüll. Dann dürfen sie es nicht mit nach Hause nehmen, obwohl es ja vorher im Mund völlig ungefährlich war. Nichtsdestotrotz, wir müssen das jetzt mal relativieren. Menschen, die Amalgamfüllungen haben, Menschen, die ihre Amalgamfüllung haben rausnehmen lassen und die auffällige Quecksilberwerte in der Vollblutmineralanalyse haben, haben in den seltensten Fällen eine direkte Beziehung zu diesen Amalgamfüllungen, sondern in den meisten Fällen liegt es wirklich an dem, was sie täglich essen und wo sie einen Eintrag haben. Da ist die Glasur des schönen mallorquinischen Geschirrs vielleicht verletzt, da haben sie vielleicht doch ein malendes Hobby, da haben sie vielleicht doch ein Bootshobby und haben irgendwelche Dinge gemacht, damit keine Pockenalgen oder sonst was an ihrem Schiffsrumpf sind, da haben sie Fisch gegessen und. Da gibt es die Notwendigkeit, dass man, wenn man Metalle ausleitet,
die Organe schützt. Also es darf nicht passieren, dass der Urin sauer ist, sodass vielleicht in der Niere Metalle, die oben im Blut gebunden wurden, dann dort wieder abdiffundieren und einen Nierenschaden setzen. Und wenn Sie zu einem Therapeuten gehen, dann sollten Sie auch immer schauen, dass die Nierenfunktion, dass die Organparameter vorher kontrolliert werden und auch im Verlauf, und dass Sie sich so ein bisschen mit der antioxidativen Kapazität und ihren essentiellen Mineralstoffen auch auskennen, also kontrollieren. Denn wenn man die nicht kontrolliert hat und wenn man da anfängt zu chelieren, die leitet man mit aus und dann kann es sein, dass Sie am Ende ein schlechteres Ergebnis haben als vorher. Also bitte nicht aus der Hüfte sagen, im Internet gucken, ich würde gerne eine Chelartherapie machen, sondern suchen Sie immer ein aufklärendes Gespräch und behalten Sie diese kleinen Gedanken, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, im Hinterkopf. Wann aber ist Chelartherapie ein absolutes Muss? Wenn Sie sich Ihre Amalgamfüllung sanieren lassen. An dem Tag würde ich Ihnen eine begleitende Chelartherapie dringend ans Herz legen. Wenn Sie sich Ihre Tattoos mit einer Lasertherapie zerschießen lassen, dann explodieren diese Farbpigmente und dann setzen Sie Ihre toxischen Metalle maximal frei. Und dann gehen die in die Lymphbahn oder setzen sich sonst wo fest. Also auch das sind Tage, die müssen unbedingt mit einer Chelartherapie begleitet werden, weil ansonsten erzeugen Sie einen nicht kalkulierbaren Folgeschaden. Also behalten Sie sich bitte diese beiden Punkte, Zahnsanierung mit Amalgamfüllungen und mit Lasertherapie zerschießende Tattoo-Entfernung, als ein Must für eine Chelartherapie im Hinterkopf und planen Sie das mit demjenigen, der die Therapie macht und demjenigen, der die Chelartherapie macht, so, dass das an einem Tag möglich ist.